Hallo Leute, ein neues Video vom Motorradtour und auf Kanal 2 Motorrad Adventure Touring. Herzlich willkommen. Anlass dieses Videos eine ganz banale Sache. Ich habe ja in den Vorstellungsvideo zur Moto Guzzi Stelvio und zu dem Fazit nach 3000 Kilometern schon meine Meinung zu dem MIA-System geäußert. Das ist dieses System von Moto Guzzi, wo zum Beispiel eine Routenführung auf dem Display angezeigt werden kann. Ich habe dann gesagt, ich brauche es nicht. Da haben wirklich sehr viele Leute geschrieben und auch jetzt im Nachgang habe ich sehr viele Anfragen und Kommentare bekommen, ob ich denn das nicht einmal erklären könnte, was denn jetzt da der Unterschied ist zum Navigationsgerät und so weiter. Erst am Wochenende war wieder eine Anschrift und also ich habe mich jetzt dazu durchgerungen, das jetzt mal zu machen und einfach auch mal für alle zu zeigen, wie es denn geht und was ich brauche vor allem. Also brauchen tue ich mal auf jeden Fall das System MIA von Moto Guzzi. Dann brauche ich ein Android-fähiges Gerät oder ein iPhone und dann brauche ich eine Datenverbindung mit dem Ding, das ist ja klar. Und ansonsten brauche ich noch ein Headset am Helm und ja, das war's. Und wie jetzt das funktioniert, das zeige ich euch jetzt. So, was wir also definitiv brauchen, ist mal die Software von Moto Guzzi, die MIA-Software. Und die müssen wir jetzt erstmal auf dem Handy installieren. Das mache ich über den Play Store oder eben beim iPhone. Also ich brauche ein Android-Gerät oder ein iPhone dazu. So, das ist also die hier, die zweite. So, und die installiere ich jetzt. So, und jetzt kommt der Anmeldevorgang. Und die Registrierung. Das müsst ihr halt so machen, wie die das da schreiben. Ja? Und dann passt es. Jetzt kommt hier die Anmeldemaske und da gehe ich jetzt einfach mal oben auf den roten Button anmelden. So, die Anmeldung hat geklappt. Nächster Step. Holen Sie das Beste aus Ihrem Moto Guzzi Fahrzeug heraus. Moto Guzzi MIA. So, jetzt wieder eine Verbindung zum Motorrad aufbauen. Wir haben also jetzt das Stelvio, die neue. Bestätigen. Okay. Okay. So, und jetzt gehe ich auf Verbinden. Ich rufe dann das Menü auf, indem ich den Pfeil nach rechts drücke und halte. So, jetzt komme ich an dieses Launcher-Menü. Dann gehe ich weiter auf das Menü Multimedia, bestätige das wieder mit Pfeil nach rechts, gehe auf Gerätepaarung und auf rechts. So, er sucht jetzt das Gerät. Das sind also die Meldungen, die jetzt kommen. Da steht jetzt A51 von Adventure Touring, das ist das Handy. Und zum anderen ist das Zumo XT, wo hier hängt. Das wollen wir nicht verbinden. Und sage, er soll bitte Smartphone verbinden. Gut. Kupplung aktiv. PIN-Eingabe am Handy, 4 mal die 0. So, nächster Step, Kopplung des Headsets. Ich habe hier das Headset von Sena montiert und mit dem koppel ich jetzt das ganze System. Gleiches Spiel. Ich gehe jetzt wieder Pfeil nach rechts, drücke ich drauf, bleib drauf, gehe wieder in den Menüpunkt Multimedia, Pfeil nach rechts und sage Geräte Pairing.
Pfeil nach rechts, suchen, schalte es jetzt ein hier. Er hat schon gefunden, das Sena 1010 Evo, das möchte ich nehmen, koppeln, Headset 1. So, ich kriege jetzt auch hier die Meldung, dass das Headset gekoppelt ist. Dann, was können wir machen mit der Mia-App? Also zum Beispiel können wir machen Service- und Vertragshändler finden. Da geht eine Maske auf. So, also hier gleich bei mir um die Ecke habe ich einen Händler, klar, den Roland S. Und ansonsten zeigt er mir das an. Also hier wäre dann der nächste Händler. Also das ist eine gute Sache. Dann geht es weiter zurück. So, und jetzt probieren wir aus, was wir jetzt gekonnt haben. Also zum einen, ich habe jetzt mein anderes Handy gekoppelt, ein neues Handy. Das hat wirklich sehr schnell funktioniert. Das alte, ich weiß nicht, warum das nicht geklappt hat, aber gut, es ist ja, wie es ist. Also, wir sind jetzt im Menü und also das ist das Fahrmenü A, Fahrmenü B und jetzt die Griffheizung brauchen wir nicht und die Sitzheizung brauchen wir auch nicht. Und jetzt habe ich Windschild auch nicht und jetzt habe ich hier das A55 von Ulrich, das ist mein Gerät. Und ihr seht schon hier oben, letzte Anrufe. Wird geladen und da kann ich jetzt durchblättern. Mit der Pfeiltasche nach oben oder nach unten kann ich jetzt das sehen und kann dann, denke ich, auch anrufen. Dann Musik. Okay. Sprachsteuerung. Sprechanlage habe ich verbunden, oder? Doch, habe ich verbunden. So, jetzt geht es wieder von so. Wie komme ich jetzt in das Menü Navigation? So, das ist das Grundmenü. Ich stehe jetzt hier unten mal auf Fahrzeuge und erfasse mein Fahrzeug. Silvio. So, das gebe ich jetzt mal ein. Unten könnt ihr in dem Menü scrollen. Ich habe jetzt auch echt eine Weile gebraucht, bis ich es gefunden habe. Also in der Menütaste findet ihr Navigator Abonnement. Kostenlos 3 Jahre. Und sage ich jetzt mal anfangen. 3 Jahre kostenlos. Okay. Aktivierung. Bestätigen. Erledigt. Okay. So, dann hat sich die Maske geändert, wenn ich jetzt reingehe. Ich habe also jetzt hier schon auf der Grundmaske den Punkt Navigationsgerät. Da gehe ich mal drauf. So. So, ich drücke hier unten rechts drauf. Jawohl. So, jetzt Navigationsgerät. Jetzt gebe ich mal ein Löwenstein. Löwenstein, Platte. Löwenstein, Baden-Württemberg. So. Und gehen. Okay. Und hier drücke ich jetzt die Pfeiltaste nach rechts. Okay. Und jetzt habe ich hier die Navigationsanweisung. So, das Display hat sich jetzt ein bisschen verändert. Ich habe hier oben links das Ziel und hier die Fahrtrichtungsanzeiger. Also, dann schauen wir mal. Das heißt jetzt wieder, wahrscheinlich muss ich das jetzt wieder neu verbinden. Schaue ich mal schon.
Also, dann schauen wir mal. Das heißt jetzt wieder, wahrscheinlich muss ich das jetzt wieder neu verbinden. Schau ich mal schon. Ja, der hat die Verbindung abgebaut. Das ist natürlich ein Nachteil, wenn ich jedes Mal, wenn ich kurz weggehe, das Handy neu machen muss. Kann auch sein, das ist eine Einstellungssache, ich weiß es nicht, auf jeden Fall. Warten Sie jetzt hier zeigt er jetzt an den Kreisverkehr, der gleich kommt. Also dritte Ausfahrt Abfahrer, also ist schon eigentlich für eine Schnellnavigation reicht es absolut aus, muss ich echt sagen. Dann schauen wir uns mal noch ein paar Funktionen in der App an. Ich starte also wieder diese App. Ups. So, also nochmal, hier unten, den roten Button drückt er, dann baut er die Verbindung mit dem Motorrad auf. Und ihr seht jetzt schon hier, dass wir doch verschiedene Sachen noch haben. Und zwar, ich mache mal Navigation jetzt auf, habe ich jetzt erst bemerkt, da habe ich dann auch nochmal den Punkt zum Beispiel Einstellungen drin. Und zwar hier oben. Da kann ich dann nochmal einstellen. Hier zum Beispiel kürzeste Route, schnellste Route oder ausgeglichen. Ich denke, das kennt ihr ja schon vom normalen Navi. Dann hier unten Maut vermeiden oder Autobahn vermeiden oder und so weiter. Das kann ich wirklich hier auch nochmal in der App einstellen. Also die App kann schon ein bisschen was. So, dann gehen wir mal zurück. Was ich dann sonst noch drin habe, eine interessante Spielreihe, das sind hier oben die Statistiken. Die könnt ihr hier unten im Menü aufrufen. So, da können wir gerade mal gucken, und zwar Gesamtstrecke 4478 hat die Guzzi jetzt drauf. Dann heute gefahren, dann nehmen wir mal die zweite, das ist die hier. Da habe ich dann die Wegstrecke drauf, die Zeit drauf, Entfernung, Durchschnittsgeschwindigkeit und so weiter, was ich da auch separat nochmal abrufen kann. Ja? Dann gibt es hier noch die Punkte Statistiken und Wartung. Wartung, nächster Service bei 7522 Kilometer und so weiter. Also da habt ihr auch nochmal die Optionen, ein bisschen was abzurufen. Nice to have. Also, okay. Dann machen wir weiter. Hallo, euer Motorradtourer und Motorrad Adventure Touring. Grüßt euch nochmal zur Besprechung von dem Video. Ich möchte kurz ein kleines Fazit ziehen. Ihr seht ja, ich habe schon eine Brille auf, weil mittlerweile lassen auch die Augen beim Lesen ein bisschen nach. Und ja, ich möchte jetzt einfach einmal kurz ein Fazit ziehen zu dem System. Also generell war es so, für mich war es nicht ganz so einfach, die Koppelei von den ganzen Geräten, weil beim Handy, das war mal das erste, war so, ich hatte 2 Handys und habe es dann erst versucht mit meinem alten Handy, das ich normalerweise auch am Motorrad lasse. Da kann ich dann auch die Videosequenzen mitschneiden und so weiter. Und ich hatte keine Chance, das über Bluetooth zu koppeln. Er hat das Handy einfach nicht gefunden. Wobei, das liegt nicht unbedingt am MIA-System, das liegt sicherlich eher am Handy. Das ist schon 2-3 Jahre alt. Nachdem ich mein neues eingestellt hatte, das hat er wirklich sofort erkannt, ich konnte es sofort verbinden. Kein Problem war die Verbindung mit dem Headset. Also da habe ich eingeschaltet und zack war es auf dem Display zum Verbinden, hat super funktioniert. Das ist ja ein Sena-System und bei Sena hat es mit beiden funktioniert. Einmal mit der 10C Pro, mit der 10C Evo und mit der Sena 50C. Habe ich mit allen 3 probiert, da war es übrigens kein Problem, er hat sofort gefunden, super geklappt. Wo ich überhaupt nicht klar kam, war die Bedienung in dem Menü mit zum Beispiel telefonieren oder Musik abspielen und so weiter.
Das brauche ich aber auch nicht, weil das nutze ich eigentlich beim Fahren überhaupt nicht. Dann Navigation. Wichtig ist, wenn ihr die Navigation installiert habt, müsst ihr das starten unten rechts mit dem roten Button. Da habe ich auch eine Weile gesucht, bis ich das gefunden habe, wie man das macht. Dann Zieleingabe, alles ganz easy. Dann bin ich gefahren und habe dann gehalten, um einen Brief einzuwerfen. Habe dann bemerkt, oh, die Verbindung ist da weg. Also ich bin vom Motorrad weggelaufen und dann war die Verbindung weg und keine Navigation mehr da. Möglicherweise kann man das auch einstellen in der Software, also in der App. Die Jungs, die das dauernd nutzen, die wissen das vielleicht. Vielleicht könnt ihr das unten in die Kommentare schreiben, dass die anderen das auch wissen. Das wäre echt super. Ja, und dann das Zweite, was natürlich auch aufgestoßen ist, ich lebe hier in einer Ecke Deutschlands. Wir haben eine total beschissene Netzabdeckung. Es funktioniert weder Telekom noch Vodafone durchgängig. Und es passiert immer wieder, dass auch die GPS-Verbindung abbricht. Also beim Wandern sind mir da schon viele Leute entgegengekommen, die wirklich verzweifelt waren, weil sie den Weg nicht mehr auf dem Handy gefunden haben. Und genauso funktioniert auch das. Ich habe es dann beim Fahren bemerkt, dass das Handy ausgestiegen ist und nachdem ich wieder Netz hatte, nicht mehr automatisch eingebucht hat. Also gleiches wie beim Punkt, wo ich geparkt habe. Ich denke, man kann es vielleicht einstellen, dass der die Verbindung wieder automatisch aufbaut. Weiß ich jetzt nicht. Ansonsten, wenn das dann funktioniert, man bleibt auf dem Motorrad sitzen und ich denke auch in Italien und so wird es astrein funktionieren, weil da haben wir eine ganz andere Netzabdeckung wie hier. Da reicht es sicherlich aus. Dann gibt es noch einen Punkt in der App, um GPS-Files zu importieren. Habe ich versucht, habe ich nicht hinbekommen. Also, ja, ich finde das Garmin-System, das ich nutze, da schon deutlich voraus. Ich kann mit dem System genauso Musik abspielen. Ich kann natürlich auch genauso telefonieren. Genauso habe ich es ja auch verbunden bei mir. Allerdings muss ich natürlich erstmal diese 500 Euro oder was halt das Gerät kostet, in die Hand nehmen, um das zu kaufen. Andersrum ist so, dann kann ich mir das Mia sparen oder ich kaufe das Mia und probiere es erstmal mit dem aus. Also einen einzelnen Punkt zu finden, das funktioniert sicherlich. Also, ich hoffe, ich habe es einigermaßen verständlich erklärt. Ist ja für mich auch echt keine einfache Materie. Und wie gesagt, ich finde es relativ kompliziert in der Nutzung, aber gut, da sagt der eine so, der andere so. Je nachdem, wie man es auch gewohnt ist. Also, danke, dass ihr dann angeschaut habt. Ich bin froh, wenn ihr eure Kommentare reinschreibt, wie ihr es erlebt habt. Das wäre super. Und vielleicht sieht man sich mal. Also, bis bald, euer Motorradtour und Adventure Touring auf Kanal 2. Tschüss! Ja, jetzt noch ein Nachtrag zum Video. Ich habe mich gestern Abend nochmal mit dem Programm auseinandergesetzt und möchte euch noch 2, 3 Sachen zeigen. Dazu starten wir jetzt das Programm. So, das ist die Moto Guzzi Mia App. Was ich noch gefunden habe, und zwar im Programmpunkt Menü und in den Einstellungen und in den Konfiguration des Hintergrundmoduls. Da kommt dann als Erklärung, erlaube der App Batterieoptimierung zu ignorieren. Und das, denke ich mal, ist genau der Punkt, dass das permanent in Bereitschaft bleibt. So, und ich suche jetzt mal hier, der geht rein, alle, und ich suche jetzt hier mal einfach diese Moto Guzzi Mia App. Da habe ich sie. So. Und eigentlich ist es so, Akkuverbrauch optimieren soll er nicht machen. Also das heißt, der Abschalten dann ist eigentlich so, dass dann wahrscheinlich permanent die Verbindung offen bleibt. Das muss ich aber jetzt wirklich mal ausprobieren, aber ich denke, dass das so ist.
Der nächste Punkt war das Kartenmaterial, wenn ich in die Navigation reingehe. So, ich habe hier oben die Möglichkeit, das habe ich jetzt auch schon gesehen, dann Karteneinstellungen. Ich habe mir jetzt heruntergeladen, Europa komplett. Ihr habt hier unten die Möglichkeit, weitere Länder herunterzuladen, wie zum Beispiel Afrika, Asien oder was man halt immer braucht. Und der speichert die dann in den heruntergeladenen Karten ab. So habe ich dann immer die Option, dass ich die einfach drauf habe. Denke ich mal, dass es so funktioniert. Dann möchte ich noch zeigen, die Einstellungen der Navigation selber. Ich muss ja immer umklicken, bei dem bin ich da manchmal nicht so richtig drauf. So, hier unten Navigationspräferenzen, auch in den Menüeinstellungen. Ich habe jetzt für mich eingestellt, Fähren vermeiden, Schotterstraßen vermeiden und da kann ich dann auch nochmal das genau einstellen, dass die Routenführung entsprechend läuft dann. Ein weiterer Punkt ist dann tatsächlich auch der Routenimport. Das hatte ich ja gestern gesagt, ich habe es nicht hinbekommen. Das möchte ich euch auch nochmal kurz demonstrieren, wie es geht. Dazu öffne ich jetzt hier mal am Handy die Configure App. Da habe ich jetzt die Route schon eingegeben. Also das wäre jetzt die Route gewesen von meinem Wohnort bis nach Mendel am Mendelpass. Und ich habe dann hier oben die Vermeidungen eingegeben. Also Mehrfachbefahrung soll er vermeiden. Er soll keine Fähren, das hatten wir ja schon. Er soll die Schnellstraßen und soll die unbefestigten Straßen vermeiden. Ich habe dann die Kurvigkeit eingestellt auf kurvig, also mittlere. Und dann hat er mir die Route berechnet. Hier haben wir sie. Und diese Route habe ich jetzt auf dem Gerät exportiert. Also einfach ein Export, den speichert er dann im Download-Ordner ab. So, und jetzt gehen wir hier mal zurück und ich gehe wieder ins Navigationsmenü rein. Sage dem, bitte importiere die Route. Die soll er hinzufügen. Schwend Mendel, da haben wir sie. Habe ich die benannt? So, sage ich mal hier, speichern und xxx. Okay. So, und speichern. So, dann hat er die, okay. Und jetzt wollen wir die laden und wollen sie starten. Beginnen heißt es. So, also und jetzt lädt er die genau. Ich habe das mir gestern Abend angeschaut, also das wäre genau so, wie ich sie fahren würde. Ich habe unten die Ankunftszeit, die Entfernung und das zeigt er nachher auf dem Display an der Stelvio. Also insgesamt, ich revidiere meine Meinung dort, doch eine brauchbare Lösung und relativ kostengünstig. Das Garmin, das muss man schon sagen, das Garmin arbeitet für mich einfach besser, weil ich natürlich auch im Basecamp plane und ich bin es auch gewohnt. Alles andere habe ich drauf, aber die Moto Guzzi App, die kann schon ein bisschen was. Also muss man ganz klar sagen. Und ich habe natürlich noch als Bombo diese ganze Fahrstatistik drin. Also wer auf sowas steht, ist mit dem MIA-System sicherlich richtig. Also, Meinung revidiert.